Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich habe hier zu meiner Linken die Smilla. Das ist der Thomas. Und wir haben heute nochmal ein Q&A mitgebracht. Das heißt, wir reagieren auf Fragen aus der Community, die ihr unter unseren YouTube-Videos gestellt habt. Zum Start, Pocket Check. Smilla, was hast du heute einstecken? Ich habe heute das Böker Plus Kotelka dabei mit Nagelhau und Slipjoint. D2-Klinge ist ein super schöner Begleiter. Ich mag es auch, wenn die Griffe etwas strukturierter sind, gut in der Hand liegen. Liebe ich. Ja, sehr schön. Und du? Ich habe heute das Böker Plus Sancho dabei. Ist ein bisschen größer. Ich würde sagen, noch nicht kein richtiger Full-Size-Folder, aber schon ordentlich mit gefrästem Titanclip. Schöne Stonewash-Klinge drauf. Öffnet mit einem Frontflipper. Arretiert auch richtig schön satt. Genau, das habe ich heute dabei. Schick. Alles klar, dann starten wir die Fragen. Und Gerne. zwar von, ich glaube, der hat auch schon ein paar Mal kommentiert, von Zweideutig Eindeutig. Er fragt oder stellt eine Frage zum Thema Flugrost und Rostentfernung. Er hat das Problem, er hat ein teures Messer mit wohl einem pulvermetallurgischen Stahl nur zu Hause genutzt, am Schreibtisch, und es hat jetzt Flugrost. Smilla, was ist da zu tun? Flugrost entsteht durch die Verbindung zwischen Eisen und Feuchtigkeit, vor allem Feuchtigkeit in der Luft, Feuchtigkeit im Sauerstoff, können sehr schnell dazu beitragen, dass sich Flugrost bildet. Flugrost kriegt man aber auch mit ganz vielen einfachen Möglichkeiten wieder weg. Unser Erste-Hilfemittel sozusagen ist unser Rostradierer. Da ist allerdings Vorsicht geboten, weil ihr auch etwas vom Finish abtragt. Tragt ihr zu viel ab, habt ihr dann am Ende einfach keine schöne Oberfläche mehr, keine Ätzung, eventuell auch keine Gravierung mehr, weil ihr das mit dem Rostradierer abgetragen habt. Genau, es gibt aber auch ein paar einfache Mittel, wenn man den Rostradierer gerade nicht zur Hand hat oder ist unterwegs. Was für Haushaltsmittel gibt es, die dir bekannt sind? Zum einen der altbekannte Weinkorken in Kombination mit einer Whitening Zahnpasta. Da sind auch kleine Schleifpartikel drin. Ihr tragt die Zahnpasta auf den Korken auf und geht dann über die Klinge, bis der Flugrost entfernt ist. Dazu muss man sagen, der Flugrost wird nicht komplett dadurch entfernt. Klar, die oberflächlichen Stellen definitiv. Am Ende könnt ihr auch Rostpickel damit versiegeln. Wenn sich der Rost aber schon in die Klinge reingefressen hat, hilft es nur bedingt. Hast du noch eine Möglichkeit, wie man Flugrost entfernen kann? Ich habe auch schon mal sehr effektiv Flugrost entfernt. Und zwar ging gar nicht um Messer, sondern um Chromteile am Motorrad. Und zwar mit der Kombination von Cola und Alufolie. Also das heißt wirklich Alufolie in die Cola tunken und dann die entsprechenden Flächen, die vom Flugrost befallen sind, bearbeiten. Und ich war wirklich überrascht, wie extrem gut das funktioniert. Aber auch ich musste feststellen, der Flugrost ist wiedergekommen, weil er ist halt nicht vollständig verschwunden. Man muss die Flächen einfach versiegeln oder ein bisschen konservieren. Dazu empfehlen wir Öl, Kamelienöl oder Ballistol ist dazu perfekt geeignet, damit es gar nicht erst zu Flugrost kommt. Nächste Frage kam von Chris von Pappenburg. Wie viele Modelle werden denn in Solingen und wie viele in China gefertigt? Ja. Okay, wir sind da super transparent. Man kann das schon anhand unserer Produktmarken relativ gut erkennen. Wir haben ja unsere Produktmarke oder Eigenmarke Böker Manufaktur Solingen und da werden alle Produkte hier am Standort in Solingen gefertigt. Darüber hinaus haben wir aber ja auch noch die Marken Böker Magnum und Böker Plus, klar, oder Böker Abuelito. Dort kommt alles logischerweise aus Argentinien. Bei Böker Plus und bei Böker Magnum ist es so, dass wirklich ein Großteil der Produkte aus Asien kommt. Das ist aber nicht alles China, sondern ist auch viel Taiwan dabei. Und weil mengenmäßig Böker Plus und Böker Magnum einfach einen größeren Anteil in unserem Gesamtsortiment einnehmen, ist es so, dass man ganz allgemein sagen kann, 2/3 kommen tendenziell eher aus Asien und 1/3 ist ungefähr die Solinger Manufaktur hier in Deutschland. Frage, die auch im Customer Service öfter aufkommt, warum bieten wir eigentlich kein PayPal an? Ich weiß, vor vielen Jahren stand PayPal noch zur Verfügung, aber warum bieten wir es nicht mehr an? Wir würden gerne. PayPal hat uns das Ganze aber sehr, sehr schwer gemacht, weil wir gegen deren AGBs verstoßen haben. Unsere Ware wird PayPal-Seite als offen eingestuft und deshalb mussten wir hart darum kämpfen, jetzt wieder PayPal anbieten zu können. Für einige Artikel können wir das mittlerweile. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das für euch auch erarbeiten konnten.
bei anderen leider noch nicht. Ja, also so, dass das Konto wurde wirklich komplett gesperrt und auch die Beträge waren für lange Zeit eingefroren. Wir haben aber damit Unterstützung von einer Anwaltskanzlei geschafft, dass wir wieder die Freigabe von PayPal haben, aber es sind, ich sag mal, alle bösen, gefährlichen Kategorien laut PayPal, also alle Automatikmesser, alle Dolche, Balisons, Karambits, aber auch sowas wie Pfefferspray, Wurfmesser, Schwerter und Macheten, die dürfen wir auch zukünftig nicht für die Bezahlung mit PayPal anbieten. Alles andere, also ganz normale Folder, Fixed etc., erfreulicherweise schon wieder. Genau. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Smilla, gerade zum Thema Sammlermesser. Was würdest du empfehlen, wie lagert man Messer am besten? Was ist zu beachten? Gerne. Schwieriges Thema. Auch Sammlermesser, auch wenn sie nicht genutzt werden, brauchen Aufmerksamkeit, brauchen Pflege. Auch die wollen praktisch geliebt werden und einmal mit dem Mikrofasertuch abgewischt werden. Auch die Sammlermesser möchten regelmäßig geölt werden. Hier kommt es wirklich auf die Menge an. Weniger ist mehr. Wir wollen unser Messer nicht in Öl tränken, um es dann möglichst lange vor Rostbefall zu schützen, sondern wirklich nur ein bisschen ölen und ein bisschen pflegen und versorgen. Worauf es vor allem ankommt, wenn man Sammlermesser hat und auch ausstellen möchte, ist, dass diese Messer, vor allem wenn sie Holzgriffschalen haben, nicht zu trocken gelagert werden und auch nicht direkt unter diesem Vitrinenlichtspot praktisch liegen. Denn das Holz ist sehr anfällig und es wird brechen, es wird an Optik, also an Farbe verlieren. Das ist nicht schön, vor allem wenn man das Messer einfach nur, sage ich mal, in die Vitrine gelegt hat. Ja. Da raten wir wirklich jedem, darauf zu achten, dass... Ja, wie siehst du das? Lagerung in einer Lederscheide, ist das empfehlenswert? Man denkt ja, eine Scheide ist eine ganz sichere Aufbewahrung, da ist das Messer wirklich 100% geschützt. Können wir das empfehlen? Leider überhaupt nicht, weil die Lederscheiden im Gärprozess mit Chemikalien behandelt werden und diese Chemikalien treten aus der Lederscheide raus, wenn ihr euer Messer da drin unterbringt. Und dementsprechend kann auch, wenn ihr euer Messer in einer Lederscheide aufbewahrt, Rost entstehen. Raten wir also ganz klar von ab, bitte macht das nicht. Ja, also die Scheiden sind super, um das Messer zu tragen, aber einfach längere Lagerungen besser nicht in der Lederscheide. Genau. Die letzte Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden, ist, warum dürfen wir OTFs herstellen und in Deutschland verkaufen, auch wenn es verbotene Gegenstände sind? Korrekt, es sind verbotene Gegenstände, nicht nur OTF, sondern ja auch die Balisons, die wir im Programm haben, Springmesser, egal ob unter 8,5 oder über 8,5 cm Klingenlänge, Assisted Opener und auch zum Beispiel Pushdagger. Warum dürfen wir das? Weil wir eine Ausnahmegenehmigung haben vom BKA, die uns sowohl die Aufbewahrung als auch den Handel mit diesen Produkten erlaubt. Natürlich nur außerhalb Deutschlands, es sei denn, auch dort, ein Käufer hätte eine Ausnahmegenehmigung, gibt es ja in Einzelfällen, ich glaube ein Pushdagger zum Beispiel, ist auch für Jäger teilweise erlaubt. Das Ganze ist aber auch an ganz besondere Rahmenbedingungen geknüpft, die auch wieder kostspielig sind. Zum Beispiel wirklich ein entsprechender Tresorraum, damit wir diese verbotenen Gegenstände einfach vor dem unbefugten Zutritt und Zugriff schützen. Ja, Thomas, wollen wir uns das nicht einfach mal angucken? Ja, klar, gerne. Ich habe da auch einen kleinen Trick vorbereitet. Ja, da sind wir schon. Das hier ist unser Tresorraum für alle verbotenen Gegenstände. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Gerne. Hier lagern alle verbotenen Gegenstände, die wir im Programm haben. Und wir können uns mal eins anschauen. Gerne. Bitte, bitte. Das ist jetzt zum Beispiel unser Quaiken OTF. Und unschwer zu erkennen, das ist nichts für den deutschen Markt. Liegt aber gut in der Hand. Ihr seht, das ist ein klassisches Zweihandmesser. Nein, Spaß. Natürlich viel zu gefährlich, deswegen gehört es hier unten hin. Hier im Tresorraum lagern wir wirklich ein paar tausend von den verbotenen Gegenständen. Also OTF, die großen Springer, aber auch Butterflies. Aber es ist und bleibt ein Lagerraum, also nicht so wahnsinnig spektakulär. Trotzdem wollten wir es euch zeigen. Ich schnipp's uns jetzt wieder hoch. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder weitere Fragen da. Gerne dürft ihr uns auch ein kostenloses Abo dalassen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nochmal einschaltet.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.